Die große Herausforderung bei der Restaurierung war, nicht zu viel zu machen und auch nicht zu wenig. Die Orgel hatte, als ich das erste Mal hier war, einen sehr großen Charme. Ich war wirklich davon überwältigt, aber auch sehr viele Fehler. Die Herausforderung für den Restaurator ist, dass man die Seele der Orgel wieder herausfindet und nicht wegrestauriert. Das ist zugleich auch ein großer Verdienst von den vorigen Restauratoren, die in den 70er Jahren die Orgel restauriert haben. Die haben diese Restaurierung möglich gemacht und die Orgel nicht in einen technisch so perfekten Status hinterlassen, dass man eigentlich die Seele verloren hat. Die Orgel hat sehr spezielle Mensuren, einen sehr speziellen Aufbau. Es ist in unserer Gegend in den Niederlanden sehr ungewöhnlich, dass das Pedal zum Beispiel mittelständig ist. Man hat sehr oft das Pedal an die Seiten, hier ist es in die Mitte der Orgel. Und so gibt es viele Sachen. Die Windversorgung ist etwas sehr Besonderes und auch die Mensuren der Pfeifen. Ich habe noch nie solch große Rohrflöten gesehen und auch noch nie gehört. Also was man sieht, das hört man ja auch. Also der Orgelbauer Fritzsche hat so mal gesagt, dass der Orgelbauer schwer ist, weil er nicht nur mit den Händen zu arbeiten hat, aber auch der Kopfarbeit, der blutsauer gewesen sei. Und was wir hier in der Orgel natürlich gemacht haben, ist dasjenige, was wir gefunden haben, sehr umfassend zu dokumentieren. Es gibt zwar einiges Wissen über Orgeln dieser Schule, aber von Hans Hummel gibt es nur eine Orgel, also von Hans Hummel und Georg Nitrowski gibt es nur eine Orgel, die wirklich überliefert ist. Und es ist sehr wichtig für die Wissenschaft zu dokumentieren, was wir hier gefunden haben und in welcher Zustand wir das auch gefunden haben. Und dazu kommt natürlich, dass auf der Grund der Dokumentation man die Orgel auch restaurieren kann. Also dasjenige, was man messt und was man herausfindet, ist ja Grundlage für die Restaurierung. Was ich wichtig finde, ist, dass eine Orgel nicht nur ein technisches Gerät ist, aber dass, wenn man da alles gemacht hat, wenn der Orgelbauer all seine Arbeiten vollendet hat, dass es dann ein Instrument entsteht, was eine Seele hat. Das ist vielleicht für einen Diplom-Ingenieur für mich etwas fähig, um zu sagen, aber das ist, worum es sich wirklich handelt. Es handelt sich nicht darum, dass die Pfeifen jetzt wieder in einem technisch korrekten Zustand sind. Es handelt sich nicht um, dass die Orgel wieder gut gestimmt ist. Es handelt sich nicht um, dass die Tastengänger jetzt wieder sind, wie die sein müssen. Aber es handelt sich darum, dass die Orgel einen Charakter und eine Seele hat. Eine sehr wichtige Veränderung, die wir an die Orgel vorgenommen haben, ist, dass wir die Balkanlage, die es bei der Orgel gab und die nicht original war, rekonstruiert haben in den alten Sinn. Und ja, dasjenige, was natürlich eine Orgel als erste seine Seele verleiht oder verleihen kann, das ist der Atem. Und ich schlage vor, dass wir jetzt uns die Balkanlage anschauen. Also willkommen hier bei der Balkanlage. Wir sind ja hinter der Orgel, also die Orgel befindet sich an dieser Seite. Dieser Raum war eigentlich fast leer. Es gab hier vorne ein kleiner Balkkasten, aber in der Fußboden gab es viele Spuren. Und nach diesen Spuren haben wir diese Balkanlage rekonstruiert. Natürlich mit Hilfe von guten Vorbildern, vor allem aus Oravka, wo es noch zwei sehr alte Spannbalken mit mehreren Falten gibt. Und die möchte ich gerne zeigen. Die Spuren, von denen ich gesprochen habe, die gibt es hier unten auf der Fußboden. Also bitte schau mal mit. Da unten, da sieht man, dass es noch eine viereckige Öffnung gibt. Und da gibt es zwar zwei nebeneinander und insgesamt gab es in der Fußboden 16 von diesen Öffnungen.
Und die Öffnungen haben wir interpretiert als die Position von zwei Stützen, zwischen dem sich ein Tritt befinden soll. Es ist etwas zu wenig für einen Fuß und deswegen muss der Tritt dazwischen. Und das zusammen mit den Maße der Bälge, die wir in Oravka gefunden haben, ergab diese Balkanlage. Das hat natürlich etwas gedauert, bevor wir herausgefunden haben, wie es war. Aber wie es jetzt hier steht, ist es eigentlich ziemlich selbstverständlich. Wir sind hier seitlich an der Orgel. Hinter mich befindet sich der Spieltisch, wo man die Klaviaturen sehen kann. Und hier vor mich sind noch die alten Wellenbretter, die alten Wellen und noch viele alte Abstrakten da. Und dass es so viel altes Material gibt in einem so schönen Zustand, das ist doch eine Seltenheit. Auch wenn man sagen muss, dass aus der heutigen Sicht, das natürlich technisch nicht perfekt ist gerade das etwas, was die Orgel seinen Charme verleiht. Also schau mal, wie das aussieht. Das Wellenbrett vom Rückpositiv, man sieht noch hier die alte Drehpunkt, die alte Achsen, die alte Wellen und die alten Armchen und hier die Abstrakten. Und man sieht auch die Mühe, die der Orgelbauer gehabt hat, um das hier alles einzubauen. Denn die Abstrakten, die gehen nun nicht gerade nach unten, aber die sind alle etwas schräg eingebaut. In einer modernen Orgel würde man sagen, man hat einen Fehler gemacht. Hier würde ich sagen, dass die Orgel einen sehr großen Charme und einen sehr großen Charakter hat. Wir stehen jetzt in die Orgel auf eine Stelle, wo man normalerweise nicht stehen kann, nämlich auf die Stelle, wo es normalerweise die Pfeifen gibt. Die sind aber jetzt noch nicht eingebaut und das verleiht uns die Chance, um mal zu schauen, wie die Windladen aussehen. Hier mittig gibt es die große Windlade des Pedals und in dieser Windlade ist eine Besonderheit und dafür müssen wir nach unten schauen. Hier. Man sieht hier die Schleifen mit die viereckigen Schleifenöffnungen. Hier gibt es aber noch eine zusätzliche Öffnung, die eigentlich keine Funktion hat, die aber deutlich räumlich in Verbindung steht mit was wir da oben haben. Und wir haben nun die Gedanke gehabt, dass die Kanäle der Zimbelstern, die es zuerst hier an die Vorderseite gab, original da eingebaut worden sind und auch gespeist worden sind aus der Windlade im Pedal durch dieses Loch. Die größten Pfeifen der Orgel stehen hier außen in dem Mittelturm. Die allergrößte Pfeife der Orgel steht nicht ganz vorne im Prospekt. Hier steht die Pfeife für D, aber hier sieht man noch die Umkreis der großen C-Pfeife, die hier steht und von diesem Loch gespeist wird. Was eine weitere polnische Besonderheit ist, dass es im Prospekt auch die Pfeifen der Kornet 2-Fuß vom Pedal gibt. Das sind diese kleinen Löcher, die es da zwischen die großen Prospektpfeifen gibt. Also hier stehen wir bei der Klaviatur. Hier gibt es unten noch das alte Pedal. Was auch wohl eine Besonderheit ist, dass die Untertasten hier hinten scharnieren und die Obertasten scharnieren im Gehäuse. Und hier oben gibt es die Klaviere, hier unten das Rückpositiv und hier oben das Hauptwerk. Ein besonderer Reiz, die diese Orgel hat, ist, dass sie verfügt über zwei Musikeremporen. Hier befinden wir uns auf die eine Empore und an die Überseite gibt es die andere Empore und dazwischen das Rückpositiv und die große Orgel. Und das ist eine sehr spezielle Anlage, dass man hier natürlich mit Chor und mit Orchester und mit Orgel musizieren kann auf einer Ebene.